Also die Arbeit hat im Prinzip darauf beruht, dass er eine, also ich würde sagen, hundertprozentig makellose Partiturkenntnis hatte. Nicht nur die Partiturkenntnis, sondern auch das, was zwischen den Noten steht, einfach in viel, viel Arbeit sich also so quasi gewusst hat, ja, integriert hat in seiner Person und eine unglaublich genaue Klangvorstellung hatte, was er für einen Klang erreichen will. Lieber Herr Hell, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns über Ihre Erinnerungen über Herbert von Karajan zu erzählen. Sie sind als junger Musiker zu den Wiener Philharmonikern gekommen Mitte der 70er Jahre, ist das richtig? Ja, 1975. Ja. Und können Sie sich an die erste Begegnung, an das erste Konzert mit ihm erinnern? Spielenderweise jetzt nicht, aber ich kann mich erinnern an vor allen Dingen an den Othello in Salzburg, weil da war ich als 15-, 16-Jähriger und habe mir jede Vorstellung angesehen von der Seitenbühne, das war damals noch möglich, ja, und das hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ja. Da war ja Ihr Vater im Mein Orchester. Vater hat dafür gesorgt, dass ich da immer zuhören durfte. Der hat das unterstützt, dass sich der Sohn so vor allem auch für die Oper interessiert, oder? Er hat nachgegeben, ja. Er hat nachgegeben. Sie haben insistiert mit anderen Worten. Ich habe insistiert. Nein, Ja. ich war in der Generalprobe, da hatte ich einen Sitzplatz und das hat mich so beeindruckt, dass ich das immer sehen wollte. Ach, schön, ja. Und dann sind Sie wirklich auch selber zu dem Orchester gekommen und haben unter Karajan gespielt. Und wie war das? Also Sie haben als Junger sind Sie da dazu gestoßen, man hat Sie vielleicht über den Vater schon ein bisschen gekannt, aber wie war denn da Karajan den Jungen gegenüber? War er aufgeschlossen oder? Also ich hatte das Gefühl, dass er da sehr, sehr aufgeschlossen war. Ja. Aber vor allen Dingen, wenn man als Junger dazugekommen ist, hat man gemerkt, dass da schon eine jahrzehntelange gemeinsame Übung existiert hat. Ja. Eine gemeinsame Klangübung und so quasi so 10, 20 neue Leute dort zu integrieren, war eigentlich kein Problem. Aber man hat gespürt als Junger, da ist ein Element vorhanden zwischen Dirigent und Orchester und Sängern. Das muss jahrzehntelang akribisch erarbeitet worden sein. Da hätte ich jetzt gleich eine Frage. Haben Sie dann einen Unterschied gehört, wenn der Karajan gekommen ist? Hat das Orchester gleich das präsentiert, was Sie gewusst haben, dass der Karajan an Klang haben möchte? Am Anfang habe ich das nicht gewusst, aber es ist mir dann aufgefallen, dass es ganz klar war, wenn er dirigiert hat, dann hat er einen gewissen Stil und eine gewisse Klangfülle bekommen. Ja, und wissen Sie die erste Oper, die Sie mit ihm erlebt haben, also dann als Spielender? Als Spielender, das war Don Carlos in Salzburg. Ja. Das ist sicher auch eine spezielle Erinnerung, weil es waren großartige Sänger. Es war Domingo, Freni, Giaurow, Capuccilli. Und dann im nächsten Jahr erstaunlicherweise ein ganz junger Tenor, den niemand gekannt hatte, das war José Carreras. Ja, unglaublich. Den hat er sozusagen in seine Familie dann aufgenommen. Hat er integriert. Ja. Also, und das, wie gesagt, eine spezielle Erinnerung ist dieses Schlussduett zwischen Freni und Carreras, wo der Teppich, den er da aufgebreitet hat, der Karajan, einfach Raum und Zeit vergessen hat lassen. Ach, so schön, ja. Und Sie haben dann auch in den 80er Jahren natürlich die vielen Aufnahmen erlebt, die ja dann mit den Wiener Philharmonikern passiert sind, auch die vielen Filmaufnahmen. Ja. Wie haben Sie denn das in Erinnerung?
er hat nie ein großes Wasser darum gemacht, muss ich sagen. Er hat seine Konzerte und seine Proben abgehalten, letztlich wie immer. Ja. Das Einzige, was er dann wirklich oft auch selber überwacht hat und was ein bisschen lästig war, das waren seine filmischen Nachaufnahmen in den Studios. Die waren ein bisschen komisch, so quasi das so auf Playback spielen. Das heißt, nicht wirklich spielen, nur agieren. Ja. Damit auch wirklich alle Instrumente parallel sind. Ja. Also er hat da so eine Ästhetik gehabt, die er verfolgt hat. Mhm. Und wie war denn da die Probenarbeit? Also nicht speziell jetzt für den Film, aber wie war die Probenarbeit in den 80er Jahren? Sie haben ja schon erwähnt, dass man das Gefühl gehabt hat, das Orchester ist mit dem Dirigenten schon irgendwie im Einklang. Wie hat er da geprobt? Er hat ein riesiges Vertrauen gehabt. Er hat ein Vertrauen, er wusste genau, was das Orchester ganz von selber kann und was er proben muss. Wir haben oft ganze Sätze nicht geprobt. Ja. Ich erinnere mich, glaube ich, an Scherzo von der 8. Dvorak, hat er in der Probe nie gemacht. Er hat das einfach angenommen, das geht von selber. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, aber ich kann mich erinnern, dass ich oft als Junger gewisse Teile dann gar nicht gespielt habe. Macht einen das auch ein bisschen Angst? Kann ich mir vorstellen, oder? Nein. Die Sicherheit, in der man sich gefühlt hat, war eigentlich unendlich, muss man sagen. Schön. Also bei ihm war es so, also die Arbeit hat im Prinzip darauf beruht, dass er also ich würde sagen, 100%ig makellose Partiturkenntnis hatte. Nicht nur die Partiturkenntnis, sondern auch das, was zwischen den Noten steht, einfach in viel Arbeit sich also so quasi gewusst hat, integriert hat in seiner Person und eine unglaublich genaue Klangvorstellung hatte, was er für einen Klang erreichen will. Und die Probenarbeit ist dann immer intensiv geworden, wenn dieser Klang nicht von selber gekommen ist. Dann hat er ihn, er war ja ein technischer Mensch, er hat eine große Affinität zur Technik gehabt, er hat den wirklich so quasi sowohl auf Technik erreichen können, als auch teilweise mit Bildern. Er hat sehr viele Bilder gehabt, manche waren aus der Technik, viele waren aus der Natur. Er hat sehr viele Bilder aus der Natur verwendet. Und wenn das nicht gegangen ist, hat er einfach so lang die Klänge, so wie ein Tonmeister das regelt, hat er diese Klänge geregelt. Also ich erinnere mich nicht einmal, dass er gesagt hat, spielen Sie diesen Akkord lang. Ja, spielen Sie ihn lang und leiser und noch leiser. Noch einmal, noch leiser und jetzt noch leiser und dann jetzt bitte etwas Vibrato, mehr Vibrato, weniger Vibrato, also bis es gepasst hat. Das hat oft sehr lange gedauert. Aber das war wirklich ganz genau Es musste genau seiner Klangvorstellung entsprechen. Oder wenn ein Akkordwechsel war, der zum Beispiel in einer Oper wie im Troubadour, es klingt ganz harmlos. Ja? Es geht also nur, ist glaube ich ein Tonschritt vom Kontrabass. Ja? Wie er diesen Farbwechsel wollte, da hat er unglaublich lange dran herumgearbeitet, bis das war, das oft wiederholt. Oder zum Beispiel ein Übergang im Siegfried-Idyll, kann ich mir noch erinnern, in Salzburg. Bis der Klarinettist die Farbe von der einen in die andere gebracht hat und alle anderen da mitgemacht haben. Waren Sie damals auch dabei bei dem Konzert mit der Jessie Norman? Ja, ich rede da gerade von diesem Konzert. Genau, das denke ich mir, weil Sie ja vom Siegfried-Idyll gesprochen haben. Das war ja, glaube ich, für Sie auch ganz was Neues, dass man die Art, wie er geprobt hat, weil er hat Sie ja, glaube ich, da sitzen lassen und einmal die erste Zeit nur zuhören. Es war für sie seltsam. Sie hat auch oft in Interviews davor, sie ist ja leider jetzt gestorben. Genau. Sie hat oft in Interviews davor gesprochen, dass er sie zur Probe gebeten hat und sie dann keinen Ton hat singen lassen. Ja. Und das war einfach völlige Absicht, weil er ihr zuerst einmal zeigen wollte, auf welchem Teppich sie dann gebettet ist. Und bis zu einem gewissen Grad auch, wie leise das Orchester spielen kann. Und wahrscheinlich auch das, ja. Das ist ja, dieses Stück kann man ja auch ohne Sängerin spielen. Ja, ich weiß, das gibt es in einer orchestralen Fassung gibt es auch. Und dann sind Sie ja noch einmal mit Karajan nach New York, also in die USA gefahren. Und da war er ja eigentlich gesundheitlich schon nicht mehr gut beieinander.
Und der Herr Resl hat uns auch erzählt, er hat ihn da auf die Bühne führen müssen in der Carnegie Hall. Und da gibt es eben dieses Konzert, Bruckners 8. Symphonie, von der sehr viele sprechen. Können Sie sich da erinnern an den Moment, an dieses Konzert? Ich kann mich sehr gut an diese Konzerte erinnern. Das andere Programm war Schubert Unvollendete und so ein Neujahrskonzertprogramm. Ja. Das andere war 8. Bruckner. Und ja, also speziell zu Bruckner, ich meine, ich habe dieses Konzert schon noch im Gefühl, aber im Prinzip vermischt sich das dann einfach mit seinen ganzen anderen Bruckner-Interpretationen. Ja. Ja. Er hat einfach eine genaue Tempovorstellung gehabt, er hat eine genaue Vorstellung gehabt, wie die Bögen gebaut sind und wie die verschiedenen Abschnitte zueinander gestellt werden müssen. Ja. Und das hat er dort, also beim Dirigieren hat man nicht gemerkt, dass er schlecht beisammen ist. Er war fähig, das wirklich, glaube ich, auch seine eigenen Schmerzen auszublenden und sich voll in die Musik hineinzulassen und einfach gemeinsam dann das zu erreichen. Aber wie gesagt, aufbauend auf einer sehr, sehr langen Tradition. Mhm. Ja, das ist schon beeindruckend, auch die Disziplin, die er da aufbringen musste. Ja. Ja, diszipliniert war er mal auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch ein unglaublich wichtiger Moment für ihn persönlich, aber auch für das Orchester war das Neujahrskonzert. Haben Sie da gespielt? Nein, da habe ich nicht gespielt. Da haben mich meine älteren Kollegen leider nicht spielen lassen. Aber ich habe damals zu meiner Frau gesagt und zu meinem Schwiegervater, sobald ich gehört habe, dass er das Neujahrskonzert dirigiert, hat, gesagt, da geht ihr hin. Und Sie waren wirklich dort? Sie waren beide dort, ja. Und das dürfte ja sehr beeindruckend sein. Ich habe sie nur im Fernsehen gesehen. Ja. Aber gut, Sie haben dann einige Walzer ja in New York gespielt. Ja, habe ich auch gespielt, Sowas wie ein Lieblingsstück von ihm haben Sie nicht, oder? Wo Sie sagen, das war was, das war so speziell bei ihm, oder? Ja, ich meine, höre ich mir heute noch gerne an. Ja, sein Bruckner auf jeden Fall, aber vor allen Dingen sein Verdi. Ah ja. Wahrscheinlich deshalb, weil ich das so kennengelernt habe beim Othello, aber alles, was er Verdi dirigiert hat, also später habe ich dann noch eben Don Carlos und Falstaff spielen können mit ihm und auch noch die Maskenballaufnahmen gemacht. Das war für mich ganz speziell. Da hat er irgendwie eine spezielle Note getroffen. Ja? Aber es ist so viel. Ich meine, seine Salome zum Beispiel war sowas von duftig und wunderschön in den ganzen Farbschattierungen. Ja. Und auch der Rosenkavalier, nehme ich an. Rosenkavalier auch, ja. Und was ich mir jetzt auch noch so überlegt habe, weil Sie von diesem speziellen Klang sprechen, haben Sie das Gefühl, dass was von diesem Klang noch immer im Orchester zu hören ist? Jetzt war ja doch ein starker Wechsel unter den Musikern. Es war ein starker Wechsel. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass da allzu viel da ist, ehrlich gesagt. Das war ein spezieller Klang und es sind dann einfach auch neue Zeiten gekommen, wo auch sehr viel vom Klang auch geändert wurde. Vielleicht, wenn man noch so spricht über Karajan als Person. Er war ja recht unnahbar. Aber, also ich würde nicht sagen, dass er unnahbar war. Ja, aber das war zum Beispiel das Klischee, was von ihm... Er war vorsichtig, er wollte sich nicht zu tief in irgendwelche Sachen hineinlassen. Aber unnahbar fand ich nicht, dass er war. Und es gab dann doch auch emotionale Momente. Ja, aber ich habe eigentlich nur positive. Ich meine, wenn er in irgendeiner Form ein bisschen härter geworden ist bei den Proben, dann war das durchaus berechtigt. So hat man das auch empfunden im Orchester? Hat man so empfunden, ja. Ich meine, das ist halt einfach so, wenn man auf einem sehr hohen Niveau arbeitet und dieses Niveau nicht so gebracht wird, dann fühlt man sich auch ein bisschen schuldig. Und ich meine, es ist einfach notwendig, das ist bei jedem Lehrer so, das ist bei der Schule so, das ist bei jeder Firma so. Die Leute, die ein gutes Produkt zustande bringen wollen, müssen auch gefordert werden. Ja.
Ja? Und da wurde auch das Wissen respektiert und die ganze Erfahrung. Sein Wissen war enorm. Sein Wissen war enorm und er hat auch die Psychologie gehabt, das dorthin zu bringen, wo er es haben wollte. Und er hat aber auch ganz genau die Grenzen gekannt. Es gibt immer eine Grenze, wo dann zu viel Arbeit notwendig ist für zu wenig Aufwand. Ja, da hat er dann auch nachgegeben. Da hat er gesagt, Er hat gewusst, also ich meine, ich habe vielleicht vorher vergessen zu sagen, er hat die Grenzen der Sänger, der Leistungsfähigkeit der Musiker ganz genau gekannt. Auch die Grenzen der Spielbarkeit auf den Instrumenten. Es gibt gewisse Grenzen der Spielbarkeit. Ja? Ja. Ja? Und da hat er nicht darauf insistiert, Nein, sondern nein. das Know-how Nein, gehabt. er hat es gewusst und er hat gewusst, wo kann er noch was nachholen, also kann er noch was verbessern und wo macht es keinen Sinn. Vielen Dank, Herr Hell. Okay, bitte, gerne.